Frei. Frei leben. Frei lernen. Das ist es, was wir Menschen tun sollten, sein sollten. Frei. Doch stattdessen schicken wir unsere Kinder auf die Schule. Auf die Schule, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Menschen, die ihren Wert nach dem bestimmen, welche Leistungen wir bringen. Die sich nur geliebt und angenommen fühlen, wenn sie die Bestätigungen im Außen finden. Wir versuchen als Erwachsene verzweifelt wieder uns selbst zu lieben und treiben die Selbstliebe bei unseren Kindern aus, indem sie Noten dafür bekommen, wie schön sie malen oder zeichnen. Wir bewerten, wie still sie sitzen und wie gut sie es schaffen, irgendwelche langweiligen und stupiden Dinge auswendig zu lernen, die sie nicht interessieren und die mit ihrem Leben nichts zu tun haben. Wir zwingen sie zu Bulimie lernen, sich Wissen einzutrichtern, stupide in sich abzurufen, nur um es danach wieder zu vergessen. Wir zwingen sie, ihre kostbare und wertvolle Lebenszeit damit zu verplempern, mittelmäßig zu sein. Denn für die eigentlichen Dinge, das, wo sie Talent und Begabung haben, geben wir ihnen zu wenig Zeit. Denn sie müssen die schlechten Fächer, das, wo sie sich schwer tun, schließlich verbessern. Also plagen sich Künstler mit Matheformeln und Sportler mit Deutschaufsätzen herum. Wir unterdrücken die wahren Genies in unseren Kindern und verhindern ein Erblühen ihrer eigentlichen Potenziale. Wir machen sie zu Kopfnickern, die sich selbst verlernen zu lieben, die sich selbst und ihre Bedürfnisse verlieren, weil sie sich nicht wertgeachtet fühlen. Wir beschäftigen sie künstlich mit Dingen, die ihren Kopf füllen, aber ihr Herz leer machen. Wir treiben sie zu Leistungen und immer mehr Leistungen an und wundern uns über Mobbing an den Schulen. Wir sind es, die ihnen die Ellenbogen spitzen, damit sie sich durchsetzen können und den, der eigentlich ihr Freund sein könnte, ausstechen. Wir unterstützen sie, an Sommertagen in einem Betonklotz zu sitzen, anstatt draußen in einen Badesee zu hüpfen. Sie sind wie Gefangene in einem Gefängnis und wir sind blind für diese Wahrheit geworden. Wir sperren unsere Kinder ein und weg aus dem, wo das Leben wirklich stattfindet. Wir nennen es Klassenraum und Schulgebäude und Pausenhof. Es gleicht aber einem Gefängnis, der Zelle und dem Hofgang. Wir bringen ihnen die Welt bei, indem sie in sterilen Räumen sitzen und dort über die Natur Dinge aus Büchern erarbeiten. Wir lehren sie nicht die wichtigen Dinge im Leben, Liebe und Freundschaft. Kaum ein Kind lernt darüber etwas in der Schule. Vertrau dir selbst und glaube an dich. Auch das erfahren sie nicht in der Schule. Im Gegenteil, ihnen wird das Selbstvertrauen ausgetrieben und sie entwickeln sich zu unsicheren Menschen. Ihr Leben ist geprägt von Leistungsdruck und Versagensangst. Die Zeugnisse unterstreichen dann schwarz auf weiß, welche Wertigkeit unsere Kinder haben und viele verlieren den Mut, sind erschöpft, hassen sich selbst und sehen sich als Versager. Ja, es gibt die leistungsstarken Kinder, die abliefern, was von ihnen erwartet wird. Doch sind das wirklich auch die intelligenten Kinder? Oder sind es in Wirklichkeit die, die es immer noch schaffen, sich nicht anzupassen, die sich nicht gänzlich selbst verleugnen und noch einen Funken ihrer selbst in sich tragen und sich das dadurch durch eine 5 in Mathe äußert oder durch Sitzenbleiben? Ist nicht genau das Sitzenbleiben eine gewisse Verweigerung mitzuspielen bei diesem ungesunden Spiel und ein Zeichen dafür, dass man erkannt hat, hier stimmt was nicht? Lasst den Kindern die Kindheit, lasst ihnen die Menschlichkeit, die euch verloren gegangen ist und findet sie selbst wieder zurück. Treibt ihnen nicht das Selbstvertrauen aus, sondern unterstützt sie, zu heilen Persönlichkeiten zu wachsen. Gibt ihnen Raum, sich zu entfalten und zu dem zu werden, was sie bereits sind. Wundersame Menschen, die ihr Potenzial dann voll entfalten können, wenn sie Freiheit haben. Wenn du ihnen vertraust und ihnen zutraust, dass sie ihren Weg finden und in dieser Welt bestehen. Schau nicht weiter zu, wie dein Kind kaputt gemacht wird und vor den Karren der Wirtschaft gespannt wird. Du liebst dein Kind und es ist viel zu kostbar, als es für das Bruttosozialprodukt zu verheizen. Denk zurück an die Zeit, als es klein war und so viel gelernt hat, freiwillig und ohne Unterricht. Finde zurück ins Vertrauen und hin zum Ursprung von dir und deiner Familie. Lernen ist so einfach und kann nur geschehen, wenn es freiwillig passiert. Vertrau darauf, dass alle Kinder lernen wollen. Sei mutig und finde zu deiner inneren Stärke zurück. Vertrau deinem Instinkt und deiner inneren Stimme. Freu dich an der Lernfreude deines Kindes und verhindere, dass stupide Schule die Lernmotivation zerstört. Hilf deinem Kind, die Lebensneugierde zu bewahren. Öffne die Fußketten und sieh, wie die Augen deines Kindes wieder leuchten.
wie es sich entfaltet und lernt zu fliegen, weil du ihm Halt gibst und ihm den Rücken stärkst. Und dann werde frei, Freilerner, Freileber. Denn um das geht es im Leben, glücklich zu sein und das Leben erfüllt zu leben. Was kannst du deinen Kindern Besseres mitgeben als genau das? Freiheit und ein Leben, was nicht für die wirtschaftlichen Belange vorbereitet wird, sondern um das Leben auszukosten und zu genießen. Was wir brauchen, sind selbstbewusste Kinder, Kinder, die in ihrer Mitte stehen und Frieden mit sich haben.